Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid und mit mir gemeinsam diese Zeitqualität und diese nächsten Minuten verbringt. Heute ist der 3. August. In unserem Frauensommerraum geht es gerade um die Themen, dass der bevorstehende Vollmond am 8.8.2025 ein sehr kraftvoller ist. Und ich würde euch gern über meine Mantren und Rituale ein bisschen erzählen und würde mich sehr gern auch mit dir austauschen, was du vielleicht schon in deinem Leben hast, damit es ein wirkliches gemeinsames Erschaffen ist. Ich habe euch schon ein bisschen erzählt über die Frequenz der Liebe, die wir beeinflussen können und die wir immer wieder aktiv in unser Leben bringen können. Aber diese Frequenz, die du hast, das ist genau das, warum du auf dieser Welt bist. Dein authentisches Sein. Und zumindest in meinem Alltag ist vor allem mit meinen Kindern, wenn mich Themen triggern, wo ich merke, wo ich einfach noch hinschauen darf, wenn ich in Sanftheit und Liebe und Weichheit versuche, etwas zu erklären oder Grenzen zu setzen, stoße ich bei meinen Kindern am schnellsten an Grenzen, wo auch ich laut werde. Und ich beobachte das in den letzten Wochen auch mit Erwachsenen, wo diese Situationen immer wieder entstehen, wo ich innerlich einfach anders fühle, als was ich immer so schön euch erzähle, von diesem Weiblichen und dem Sanften und dem, dass wir immer in unserer Mitte sind. Aber ich merke, durch diese Rituale, die ich einfach seit langer Zeit wie so Anker für mich habe, komme ich schneller zu mir zurück und kann meistens auch ein bisschen drüber lachen und manchmal sogar herzhaft. Meine Kinder sind es mittlerweile auch gewohnt, dass ich dann einfach sage, okay, Mama war jetzt gerade an ihren Grenzen oder meine Energien waren irgendwie, meine Energiebatterien waren leer oder Menschen, Kinder wie Erwachsene, haben einfach eine Grenze überschritten. Und das ist gerade diese Zeitqualität, die in diesem Löwemonat und in dem Aspekt vom neuen Vollmond sehr, sehr klar und deutlich auch im Raum steht. Also das ist nicht nur das, mir gibt es immer Rückhalt, wenn ich im Außen lese, aha, das ist jetzt gerade astrologisch auch ein Thema. Und genau das spiegelt sich in meinem Leben wieder. Jetzt gibt es diese 5 Elemente, die ich sehr, sehr gern nutze. So wie jetzt für dieses Zoom habe ich mir ein Wasser mitgebracht und Stefanie trinkt auch schon. Genau. Das Wasser ist ein Element, das uns immer umgibt, weil wir haben Wasser in der Nahrung. Es gibt das Wasser, das wir trinken. Es gibt das Wasser, mit dem wir uns waschen. Und wir können dieses Wasser auch mit unserer Frequenz aufladen. Und es reicht eigentlich, wenn du es in der Hand hältst und dann geht deine Frequenz da drauf. Du kannst dann Dankbarkeit oder Liebe, einen schönen Gedanken zusätzlich einfach, wenn du das Wasser in der Hand hältst, in dir tragen. Und dann trinke ich jetzt mal einen Schluck. Was ich auch jetzt nicht nur vorbereitet habe, sondern immer eigentlich neben mir habe, ist eine Kerze und ich habe jetzt dazu noch ein Räucherstäbchen, denn die Kerze ist das Element vom Feuer, wie auch die Sonne. Und das ist zum Beispiel in dem jetzigen Vollmond sehr, sehr präsent. Also wir sind im August, wir sind im Löwemonat, wir sind im Feuerelement. Und wenn wir ein Räucherstäbchen anzünden, dann klären und reinigen wir die Energie um uns herum. Ihr könnt zum Beispiel auch ein Salz, einfach das Küchensalz, in einem Raum in die Ecken streuen, so ganz 2, 3 Körnchen in jede Ecke vom Raum oder vom Haus. Das reinigt auch. Ich bin gerade barfuß. Ich schaue, dass ich sehr, sehr viel barfuß bin. Das erdet unglaublich auch. Das kommt dann in den nächsten Wochen, wenn wir gemeinsam Bewegungsübungen machen. Alle Bewegungen, die wir machen, egal ob das jetzt draußen flott gehen, Kniebeugen, uns selbst einfach auch mal berühren, alles erdet. Und barfuß ist, ist einfach der direkte Kontakt zum Boden. Du kannst auch
mache ich auch viel mit den Händen, einfach wirklich die Erde berühren, also rausgehen, Daumen in die Erde stecken. Der Wind, die Luft, auch in einem geschlossenen Raum ist das Element Luft immer anwesend. Also auch ganz bewusst über Einatmung und Ausatmung das Element der Luft nutzen. Dazu kommen wir auch in den nächsten Wochen, wenn ich noch mehr über die Atmung erzähle. Und wenn du rausgehst, unter dem Himmel, egal ob das zum Vollmond nachts ist oder wann auch immer zu jeder Tageszeit, hast du das Element des Himmels oder des Äthers, wie auch immer du das benennen magst. Für mich ist es das Himmelselement und diese Anbindung zu allem. Das heißt, wir haben Wasser, Erde, Feuer, Luft und Himmel. Und wenn du meditierst, gibt es kein richtig und kein falsch. Wieder meine größten Lehrmeister sind meine Kinder. Wenn ich mit ihnen spiele, passiert mir am allerersten, dass ich ständig an andere Dinge denke. Und für mich ist es eine Riesenübung, egal ob das jetzt mit Kindern oder mit anderen Menschen ist, wirklich im Moment zu sein, dass ich wirklich mit meinen Gedanken nirgendwo anders bin. Nicht in der Vergangenheit, nicht in dem, was ich eigentlich noch kochen, einkaufen, sonst noch was ich posten will oder was auch immer. Und ich persönlich versuche dann immer wieder, entweder über mich zu berühren, also ich habe das für mich so verankert, wenn ich mich am liebsten eigentlich so über dem Herz, wenn ich mich mit dem Hautkontakt selbst spüre, das ankert mich in meinem Aha, hier bin ich, hier fühle ich mich und hier ist der Moment und ich gehe ins Herz. Und wenn ihr möchtet, können wir gemeinsam eine Mini-Meditation machen. Und zwar, nachdem wir jetzt hier so schön vor dem Computer sind, schau einfach, dass du bequem bist, egal ob du stehst, sitzt oder liegst. Gern die Handflächen irgendwie nach oben, also auf deine Oberschenkel ablegen oder wo auch immer du deine Hände haben magst. Ich nutze sehr gern auch Musik, die mich nährt. Da habe ich eine geteilt, werde ich in den nächsten Wochen einfach immer wieder kleine Lieblingsmusik-Sachen von mir teilen. Finde deine Musik und es darf auch wechseln, aber Frequenzen, die du im Hintergrund hörst, die dich auch im Moment ankern. Beide Beine gut auf den Boden. Du kannst die Augen offen oder geschlossen haben. Und hier darfst du jetzt einfach auf dieses Element der Luft zurückgreifen und machst ein paar Atemzüge in deinem Tempo. Es muss jetzt kein tiefes Atmen sein. Du brauchst nichts zu beachten. Nimm einfach ein paar Atemzüge ein und aus und beobachte, wenn die Luft in deinen Körper kommt und wenn die Luft aus deinem Körper rausgeht, hast du jeden Atemzug die Möglichkeit, bewusst deine Frequenz zu verstärken. Zum Beispiel Liebe ein, alles andere darf gehen. Liebe ein, alles andere darf gehen. Und beobachte nur deinen Atemfluss. Und merke, wie dein Körper ruhiger wird, sich mehr verwurzelt. Spüre die Verbindung zur Mutter Erde. Spüre die Verbindung
zu dir selbst. Spür die Verbindung der Frauen in in deinem Frauensommerraum. Verbunden mit der Frau neben dir, verbunden mit der Frau vor dir und verbunden mit all den Ahnenfrauen unserer Ahnenreihen, die hinter uns im Rücken stehen, stark, aufrecht, verwurzelt wie ein Baum in der Erde und verbunden mit dem Göttlichen, mit dem Element des Himmels, mit allem um dich herum. Wie stark, wie tapfer, wie mutig all unsere Ahnen. Manche waren Krieger, Kriegerinnen, Amazonen. Manche waren Königinnen. Jede Frau für sich stark, wichtig, schöpferisch. Durch uns wird neues Leben geboren. Und alle Schwere darf über die Luft gehen. Es darf Stärke, Liebe, Schöpferkraft über deinen Atem in dich fließen und alle Ahnen, Themen, die uns manchmal so schwer werden lassen, die dürfen über die Erde, über die Luft und über alle anderen Kanäle einfach in Leichtigkeit davonschweben. Denn jetzt ist die Zeit, wo wir uns befreien, wo wir in Leichtigkeit und Freude miteinander, schöpferisch, in Gemeinschaft und Verbindung wieder Neues auf die Erde bringen. Genieß noch ein paar Atemzüge für dich. Und nutze dieses Element in jedem Augenblick, denn Atmung ist immer da. Luft ist immer da. Und je stärker der Wind im Außen, desto stabiler und bei dir, verbunden mit uns allen, stehst du im Leben. Danke für dein Sein. Danke für alles, was durch dich ins Leben fließen darf. Und wenn du bereit bist, kannst du ganz langsam deine Augen wieder öffnen und im Hier und Jetzt ankommen. Fühl deinen Körper, spüre dich, deinen Raum in deinem Körper, deinen Raum um dich herum. Und wenn du möchtest, lade ich dich ein, dass wir die Aufzeichnung hier beenden. Und wenn es sich für dich richtig anfühlt, teile gerne in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe
welche Rituale du schon in deinem Leben hast. Denn ich bin mir sicher, dass ihr alle wunderschöne Dinge morgens, abends und zwischendurch bereits macht. Und manchmal darf man sich das einfach noch einmal ganz bewusst ins Leben holen, was du bereits alles Großartiges tust in deinem Alltag, ohne dass was Neues dazukommen muss. Man kann sich manchmal kleine Dinge mitnehmen, wie ein neues Morgenritual, aber ganz oft bist du genau richtig mit allem, was du bereits in deinem Leben tust.